Moin bei kugelbahn.de, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin es schon wieder mit einem neuen Unboxing, denn neben dem Drop-and-Roll-Set, was ich euch in diesem Video bereits vorgestellt habe, gibt es diesen Herbst noch ein weiteres Starter-Set, beziehungsweise die heißen jetzt ja eigentlich eher Theme-Set. Und zwar habe ich hier das Balance aus der Core-Serie, wie man bereits an dem weißen Karton erkennen kann. Und auch hier sind wieder diverse Erweiterungen bereits gleich mit enthalten, unter anderem eine Kaskade, der Lift, nicht der elektrisch funktioniert. Weiterhin enthalten ist die Erweiterung Vulkan, der Tip-Tube und der Hammerschlag. Und was sonst noch in dem Set alles mit drin ist, das seht ihr jetzt in diesem Video. So, nicht lang schnacken, sondern auspacken lautet das Motto. Und ich ziehe erstmal die Folie ab. Ja, auch an diesem Theme-Set sind wieder Folie drumherum. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein produktionsbedingtes Ding. Und das Set befreie ich jetzt erstmal von der nervigen Folie. Und dann machen wir das Ding selbstverständlich auf. Ich check mal, ob die Kamera so passt. Und auf geht der Karton. Ups, leicht verklemmt. Und obendrauf, wie bereits jedes Mal eigentlich, ist die Bedienungsanleitung. Möglicherweise ist hier auch eine auf das Set zugeschnittene Bahn mit bei. Ist schon ein leichter Knick im Aufbauanleitungsheftchen und das sieht so aus, als wenn eine spezielle Bahn für dieses Set dabei ist und die baue ich natürlich im Anschluss dann auf. Fangen wir mal an mit dem obersten Teil hier, und zwar ist das schon mal eine große transparente Ebene und ja, das ist ja auch so standardmäßig. Ich versuche mal hier ein bisschen näher ranzukommen. Und dann habe ich hier eine Tüte mit glasklaren Teilen drin. Und das sind die Teile vom Lift, wo auch hier das Unterteil mit drin ist. Wenn ich mich richtig erinnere, waren bei dem Lift ja sehr viele Kugeln dabei. Schauen wir mal, ob die hier auch drin sind. So, das normale und obligatorische Schienentütchen. Und dann haben wir hier die nächste Erweiterung, und zwar ist das der Tip-Tube, und die kleine Kugel, die hinten in den Tip-Tube reinkommt, ist hier auch mit dabei. Sehr schön. Und hier sind ein paar Spezialsteine, Kurvensteine, wie das aussieht, genau, die man halt auch aus dem Adventskalender bereits kennt. War ja auch im letzten Set 8 Stück dabei, in dem Fall hier sind es jetzt 4 Stück. Und hier die üblichen Basissteine, weiche, die wo dann diese grünen Teile mit rein können, und der Wirbel und sowas ist natürlich auch mit am Start, so wie bei einem normalen Starter-Set eben auch. Hier sind jetzt die Teile für die neue Seilbahn, die ich auch schon vorgestellt habe. Das Video verlinke ich auch mal hier oben in der Infokarte. Werft da einfach mal einen Blick rein. Ich habe da die alte und die neue Seilbahn verglichen. Der Starterknopf und Höhensteine. Hier ist eine Tüte mit grauen Höhensteinen, wo relativ wenig drin sind. Hier ist eine mit mehr Höhensteine drin, spricht schon mal dafür, dass möglicherweise mehr Höhensteine dabei sind als in einem normalen Set. Und 3 Kugeln, blau, rot und grün, lange Schienen, und zwar sind das 2 schnelle lange Schienen und 2 langsame lange Schienen, wie man sie halt aus der Brückenerweiterung kennt, denn dort sind die ursprünglich in dem Set mit dabei. Und hier ist schon die nächste Erweiterung, der Vulkan, sehr praktisches Teil, werden ja der ein oder andere auch schon kennen. Dann geht es weiter mit der neuen Seilbahnstange, die in 2 Teile geliefert wird. Normalerweise hier ist sie aber schon zusammengesetzt. 2 Teile klickt man so hintereinander und schon hat man eine längere Stange. Lege ich auch gleich an die Seite. Und hier ist dann der Hammerschlag drin, oder der Grundstein vom Hammerschlag zumindest. Lege ich erstmal an die Seite, gleich müsst ihr den Rest noch finden. Und hier sind ebenfalls noch weitere Spezialkurvensteine, und das sieht so aus, als ob das die gleiche Tüte ist. Jawohl, also sind in diesem Theme-Set quasi auch 8 Stück davon dabei. So, hier gibt es noch, das ist die Kaskade, auch der Grundstein momentan nur ist. Das Zeug muss ja hier irgendwo noch drin sein. Hier sind auf jeden Fall schon mal schwarze Höhensteine und hier die steilen, kurzen
Farbschienen und zwar 2 geradeaus, 3 links und 3 rechts rum. Die grünen Einsätze hier für Freifall und Fänger und natürlich die weichen Teile, damit man auch die Weichen vernünftig benutzen kann. Dann geht es hier weiter. Das sind die Steine für die Seilbahn, die Grundsteine quasi, wo die dann reingehangen wird. Wie gesagt, schaut euch das andere Video an. Und hier sind nochmal Kugeln drin, und zwar nochmal 3 silberne und nochmal 3 farbige. Das sind dann insgesamt schon mal 9 Kugeln, ja, 9 Kugeln in diesem Set enthalten. Und hier ist jetzt noch das Kurventütchen, wo auch Kreuzungen und, wenn ich das richtig sehe, auch ein 3 in 1 und sowas alles mit bei ist. Alles klar, das sind auch reichlich Teile auf jeden Fall. Und hier ist noch ein weiteres Kugeltütchen mit 4 silbernen Kugeln drinnen. Das sind wir dann jetzt bei 13 Kugeln im Set. Das ist doch super. Und jetzt sind wir auch schon bei den grünen Teilen hier für die Kaskade. Also ist das auch vollständig da. Und jetzt müsste ja irgendwo ja noch der Hammer sein. Genau, hier ist er auch noch drin für den Hammer, ebenfalls der Schwenkarm quasi. Klemmt ein bisschen hier gerade, was ist los? Eine kleine transparente Ebene, die sind wirklich sehr praktisch, kann man sehr oft einsetzen, und wenn ich das richtig sehe, war es das. Jetzt nehme ich mal diesen Dings hier raus und es sind deutlich mehr Grundplatten drin als in dem Drop-and-Roll-Set, nämlich insgesamt 6 Grundplatten, 6 Grundplatten sind drin, also reichlich Platz, um Bahnen aufzubauen. Und die Beispielbahn werde ich jetzt natürlich auch erstmal aufbauen und anschließend auch ein bisschen filmen. Und am Schluss gibt es noch ein kleines Fazit zum Teamset Balance. Mit 28 Kurvensteinen, 56 grauen Höhensteinen und 6 Grundplatten ist das Teamset Balance schon gut ausgestattet. Hinzu kommen natürlich noch die 6 enthaltenen Erweiterungen Scoop, Hammer, Lift, Seilbahn, Vulkan und Tip-Tube. Gut ist auch, dass die langen Schienen aus der Brückenerweiterung mit dabei sind, sowie die steilen kurzen Bergab-Schienen. Der Listenpreis beträgt wie auch beim Drop-and-Roll-Set ca. 130 €, also gilt auch hier ein bisschen Preise vergleichen und schauen, ob man die Sachen nicht im Einzelkauf womöglich doch günstiger erhalten kann. Aber sicherlich wird es hier auch ab und zu reduzierte Angebote geben. Aufgebaut habe ich die vorletzte Bahn aus der Anleitung und die ist leider nicht wirklich gut gelungen. Die funktioniert nämlich nur so sekundär optimal. Wer zum ersten Mal etwas mit Gravitrax macht und so etwas aus der beiliegenden Anleitung aufbaut, könnte vielleicht erstmal etwas frustriert sein. Der Schwung der Kugeln, die aus dem Lift rauskommen, reicht leider nicht aus, um die Seilbahn in Gang zu setzen oder gar den Hammer auszulösen, der dann wiederum den Vulkan auslöst. Dagegen läuft die erste Kugel in den Tip-Tube so schnell rein, dass der ganze Stein wackelt und sich dadurch zum benachbarten Kurvenstein eine kleine Kante bildet, an dem die nächste Kugel, die in den Tip-Tube reinrollen soll, leider manchmal hängen bleibt. Diese erweiterten Starter-Sets oder eben Theme-Sets, wie sie jetzt heißen, sind eine gute Idee von Ravensburger. Nur muss halt auch der Preis stimmen und der sollte sich dann im Gesamtpreis schon deutlicher vom Einzelkauf unterscheiden, wie ich finde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmel-Bammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt, und vielleicht schaffe ich es noch vor dem Urlaub, die nächsten neuen Teile vorzustellen. Seid gespannt, bis dahin und tschüss!